Guten Morgen oder hallo an meine lieben kreativen Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Bei mir ist es tatsächlich morgens. Das Licht ist gerade ganz schön. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden und fand, dass der Moment perfekt ist, um aufzunehmen. Die Sonne scheint ganz schön draußen und das Licht ist ganz okay. Mein Name ist Calypso. Ich freue mich, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Das ist schon Folge Nummer 6. Ich wünsche euch frohe Ostern. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit habt, mit lieben Menschen zusammen seid und ganz viele leckere Sachen essen könnt. Ja, und ein bisschen Zeit habt zum Stricken vor allem. Das wünschen wir uns ja immer, das fehlt ja immer ein bisschen. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für diese wunderschöne Gruppe, die seit November entstanden ist, die meine Videos schauen und mich begleiten in meinem Strickabenteuer. Das freut mich natürlich sehr und motiviert mich weiterzumachen auch. Eure Kommentare und einfach, dass ihr zuschaut und auch abonniert. Das erfüllt mich mit ganz viel Freude und macht natürlich Spaß, weiterzumachen. Also vielen Dank an die schöne Gruppe, die in so einer kurzen Zeit entstanden ist und ich hoffe, dass wir weiter wachsen und viele schöne Momente zusammen verbringen. Ich hoffe, ihr habt euch einen Tee gemacht oder einen Kaffee. Ich trinke gerade einen Hibiskus-Tee aus meiner kleinen Kindertasse. Ja, ich würde sagen, dann lege ich auch schon los, weil ich euch heute einiges zu zeigen habe. Und ich freue mich. Also ich fange erstmal damit an, mit dem, was ich trage. Das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist ein super toller Pullover, den ich super gerne trage. Aus diesem Buch. Das wollte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Das ist von Carol Feller. Short Row Knits. Das ist ein super tolles Buch, um mit verkürzte Reihen zu lernen. Also da sind alle verschiedenen Arten von verkürzten Reihen drin und es ist wirklich ein kleiner Workshop. Und jedes Design bietet einem die Möglichkeit, diese Techniken anzuwenden. Ich glaube, das ist eines der Bücher, aus dem ich am meisten Designs gestrickt habe. Und auch manche Designs auch 2- oder sogar 3-mal gestrickt habe, weil die einfach sind und Spaß machen und verkürzte Reihen wirklich ein tolles Element sind, um sein Kleidungsstück anzupassen. Also ich empfehle euch wirklich, verkürzte Reihen zu lernen. Meine Lieblingsverkürzten Reihen sind die German Short Rows. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch genannt werden. Ich finde es interessant, dass die auf Englisch German Short Rows genannt werden. Ja, wer hat sie wohl erfunden? Vielleicht weiß jemand mehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls jemand mehr weiß über diese Bezeichnung. Das würde mich interessieren. Und dieses Oberteil, das ist Rita. Sie hat interessanterweise, ich glaube, die Autorin und die Designerin kommt, glaube ich, aus Irland oder England, eins von beiden. Und interessanterweise haben einige dieser Designs spanischsprachige Namen. Rito ist ein Diminutiv für Fluss, also kleiner Fluss. Und dieses Design hatte mir einfach so gut gefallen, dass der Schnitt hatte mir gut gefallen und dass er hinten länger ist als vorne. Die ganze Konstruktion, also man fängt hier oben an und baut den Halsausschnitt mit verkürzten Reihen. Und dieses Muster ist auch wirklich ganz einfach, hier vorne und hinten. Es hat mir einfach großen Spaß gemacht, den zu stricken. Die Farbe ist natürlich auch toll. Und ja, den mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. So. Kann ich euch also empfehlen. Ich habe dieses gestrickt mit einem Garn von Pasquali. Das war eine Mischung aus Wolle und da war auch eine ganz besondere Wolle drin, und zwar von Rami. Rami ist eine besondere Schafrasse. Und ich muss sagen, das ist aber das erste Mal, oder es kommt selten vor, dass ich ein Garn oder eine Wolle ein bisschen
sanft finde auf der Haut. Und ich hatte erst angefangen, damit einen Top zu stricken. Und dann habe ich das wieder aufgezogen und stattdessen dieses Ding gemacht, was eben Oversize ist, damit es nicht so doll an der Haut klebt. Weil dieses Garn tatsächlich nicht ganz so weich ist. Ich glaube, das ist wirklich der Rami-Anteil, die 20%, die da drin sind. Ja, aber sonst kann ich das Garn weiterempfehlen. Es ist eine Sockenwollstärke und wie man vielleicht erkennt, hatte ich ja auch, das ist oft so bei mir, dass ich mir erst 2 Stränge nehme und dann erst überlege, was ich damit machen möchte manchmal. Und ich mir dann auffällt, dass das gar nicht reicht, also musste ich mir hier nochmal einen Strang nachbestellen. Deswegen sind die Ärmel in einer etwas anderen Färbung als der Rest, aber ja, ich finde das nicht so schlimm. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich glaube, das fällt niemandem auf und wenn schon, dann war das gewollt. Also, ja, dieses Design hat mir einfach so gut gefallen, dass ich das nochmal gestrickt habe in einer Sommervariante. Das ist der hier. Das ist, glaube ich, BC-Garn, die Seide. Und das ist, glaube ich, die Wegwerfseide sozusagen. Also die Seide, die nicht, die qualitativ ein bisschen minderwertig ist und zu einem etwas ungleichmäßigen Garn gesponnen wird. Und ja, das trage ich wirklich viel, dieses Top. Und ja, da habe ich einfach die Ärmel kurz gemacht und hier mit einem I-Cord fertiggestellt. Ich habe hinten diese Rundung auch nicht gemacht am Po, sondern hinten einfach ein bisschen länger gestrickt als vorne und hier an der Seite ein Stück offen gelassen, damit das Ganze ein bisschen sommerlicher ist. Und ja, das trage ich wirklich viel. Und ich fand es einfach interessant, die verschiedenen Abschnitte in verschiedenen Farben zu machen. Ja, ich kann euch hier Fotos einfügen, damit ich nicht alles anprobieren muss, aber ich füge euch mal ein Foto davon wie ich das trage. Dann habe ich noch 2 weitere Designs aus diesem Buch gestrickt. Das weitere Design ist Estrella, das bedeutet Stern auf Spanisch. Und ich heiße nämlich auch Stern mit zweitem Namen, also für die sich wundern, was Calypso Citlali bedeutet. In meinem Namen, Citlali ist nicht mein Nachname, sondern mein zweiter Name. Das bedeutet Stern und Citlali ist die Sprache der Azteken. Und die Sprache der Azteken heißt Nahuatl. Daher kommen auch ganz viele Wörter wie Tomate, Tomatl ursprünglich, oder Schokolade, Schokolatl. Also dieses TL ist ganz typisch für diese Sprache und Nahuatl, also die Sprache der Azteken, wird heute auch immer noch gesprochen in Mexiko. Vielleicht auch ein bisschen südlicher in Guatemala, weiß ich nicht genau. Aber circa 1 Million oder 2 Millionen Menschen sprechen diese Sprache noch. Also wenn man Bus fährt, dann kann man sie schon mal hören, diese Sprache. Und Citlali, also mein zweiter Name, den ihr auch immer seht, also Calypso Citlali, bedeutet Stern. Genau, deswegen, das war jetzt nicht der Grund, warum ich das gestrickt habe, sondern ich habe das gestrickt, weil ich diesen dicken Zopf hier vorne wunderschön fand. Und die verkürzten Reihen hier werden an der Brust als Brustabnäher gearbeitet. Das fand ich super interessant und ist ganz einfach zu machen. Also das ist ein super Tipp, falls ihr eine Oberweite habt, die nicht in der Norm ist, sage ich jetzt mal. Also die entweder ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner oder jetzt nicht die typischen Maße, so wie Kleider von der Stange geschnitten werden, dann sind verkürzte Reihen, um Brustabnäher zu mimiken, wirklich ein super Trick. Ja, das ist ja das Tolle am Stricken, dass man seine Kleidungsstücke für sich selbst und für seinen Körper anpassen kann und das geht mit verkürzten Reihen besonders gut. Diesen Pullover hatte ich gestrickt oder Cardigan mit Sarah von Bremont. Aber dieses Garn, diese Marke existiert nicht mehr. Das ist 100% Alpaka und das Fell super schön, super weich, super warm. Ich habe das wirklich gerne gestrickt. Ja, vielleicht ist es ein paar von euch aufgefallen, ich habe mir die Haare kürzer geschnitten, worüber ich ziemlich glücklich bin. Meine Kollegin meinte, ja, die Wolle da ist weg und diesen Ausdruck hat mir gut gefallen, dass die Wolle da weg ist, weil ich bin eindeutig erleichtert. Ich mag mich lieber mit kurzen Haaren. Ja, lange Haare finde ich immer furchtbar anstrengend.
Und ich hatte in meinem Leben, glaube ich, viel mehr kurze Haare als lange Haare, obwohl vorher hatte ich sie auch nur schulterlang, also jetzt auch nicht super lang, aber ja, hier gefällt es mir sehr gut. So, nächstes Thema. Aus diesem Buch habe ich noch ein Design gestrickt und das habe ich mehrmals gestrickt, 3-mal insgesamt, weil das wirklich einfach super schlau konstruiert ist, fand ich. Und ein Projekt, das kann man machen, wenn man jetzt nicht so viel Gehirn hat gerade, ein bisschen müde ist und etwas entspannen möchte, aber sich trotzdem nicht langweilen möchte. Und das ist Jiménez. Jiménez ist auch Spanisch, ist einfach nur ein Vorname. Vielleicht bedeutet das etwas, weiß ich aber nicht. Und der ist original aus Leinen und mit halblangen Ärmeln. Das Besondere an diesem Teil ist, dass es seitlich konstruiert ist. Ich zeige euch mal den ersten, den ich gestrickt habe. Das ist auch BC-Garn, wenn ich mich nicht täusche. Und das wird seitlich gestrickt. Also man nimmt hier vorne die Maschen auf, wenn ich mich richtig erinnere, strickt die Seite und dann im Rücken bis zur Mitte. Und dann nimmt man hier wieder Maschen auf und strickt die Seite und im Rücken bis zur Mitte und kettet dann hinten ab. Ich habe kurze Ärmel gemacht für den Sommer und ja, ich trage das wirklich super viel, dieses Teil im Sommer. Ich finde es super elegant und Leinen fühlt sich auch gut an. Und hier habe ich das auch nicht einfarbig gemacht wie das Original, sondern eben die verschiedenen Abschnitte des Oberteils mit einer anderen Farbe immer gemacht. Und ja, es gefällt mir einfach gut. Damit ist es ein bisschen bunter und ich finde, damit kommen auch die verschiedenen Abschnitte mit den verkürzten Reihen und die Konstruktion auch gut zur Geltung. Und das muss man ja nicht verstecken. Im Gegenteil, wenn man sich eine schlaue Konstruktion ausgedacht hat, dann kann man die ja auch betonen. Ja, das war der erste, den ich gestrickt habe. Dann habe ich den nochmal gestrickt in einem dickeren Garn. Das ist, glaube ich, die Rubetta von Online. 50% Baumwolle, 50% Wolle. Den trage ich auch super gern. Also wenn mir gerade nicht einfällt, was ich anziehen soll, dann nehme ich auch irgendeine Hose und diesen Pullover und es passt. Also damit kann ich nichts falsch machen. Ja, ich finde den einfach ganz süß. Genau. Und Nummer 3 ist der hier, den habe ich ein bisschen größer gemacht. Aus der Alpaca Socks. Ich glaube, die ist von Langjans und dieses Garn ist super weich. Ich trage den so gern, dass wirklich abends, wenn man nach Hause kommt und sich aufs Sofa setzen will, dann ziehe ich das an. Es ist wie eine Umarmung. Vorne habe ich diesen roten Streifen drin, hinten nicht. Ja, zudem habe ich auch einen passenden Rock gestrickt, den habe ich mir selber ausgedacht, auch mit verkürzten Reihen, um die Passform gut hinzubekommen. Und ja, manchmal trage ich das zusammen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist too much, wenn ich beides zusammen trage. Ich finde, das ist ein bisschen auffällig oder ich weiß nicht, was für ein Style ist, wie der Style rüberkommt. Aber manchmal getrennt, manchmal zusammen. Auf jeden Fall ist dieser Rock auch ein super toller Winterrock. Er ist nicht so dick, aber Alpaka hält einfach ultra warm. Und ja, genau. Auf Röcke komme ich nachher noch einmal zurück. Ja, über Röcke sprechen wir nachher noch mal kurz. Ich habe mir heute sogar einen kleinen Zettel geschrieben, weil ich euch so viel zeigen wollte, dass ich auf keinen Fall etwas vergessen möchte. Und dann habe ich mir sogar einen kleinen Zettel geschrieben. Wir machen also weiter mit dem Set Wintergarten und Winterblume. Ich freue mich sehr über die sich gemeldet haben, dass beide Sets, also ich blende euch ein Foto von Wintergarten ein, das ist ein Set Mütze und Kragen für Herren. Die sind jetzt in Benutzung, deswegen habe ich die jetzt nicht, aber die habe ich letztes Mal gezeigt. Und das Set Winterblume ist auch fertig. Also den Kragen, den hatte ich letztes Mal noch nicht fertig, der ist jetzt fertig. Und ja, ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Auch die Mütze, die habe ich letztes Mal euch gezeigt und auch anprobiert gehabt. Ja, also vielen, vielen Dank an die sich gemeldet haben, um am Teststricken teilzunehmen.
Die Anleitung wird also gerade getestet. Beide Varianten, ich sage immer Herren- und Damenvariante, aber eigentlich kann man das machen, wie man will. Und die Herrenvariante ist einfach etwas größer als mein Set. Und ja, je nachdem, wie groß euer Kopf ist oder wie breit eure Schultern oder wie viel hier an Stoff ihr haben wollt, wie viel an Kragen ihr haben wollt, strickt ihr einfach das größere Modell oder das kleinere Modell. Die sind auch nicht exakt identisch. Das größere Modell ist ein bisschen mehr Beanie, das ist etwas länger und das hier ist kürzer. Genauso wie bei dem Kragen ist noch ein anderes zweites Blumenmuster mit drin. Ja, genau. Also vielen Dank. Das Modell wird getestet auf Deutsch und Englisch und es wird auch editiert, professionell von einer Person, die Strickanleitungen, Korrektur lesen kann. Und sobald das alles fertig ist, wird es die Anleitung auf Ravelry geben. Und das wird wahrscheinlich im Sommer schon passieren. Das ist vielleicht nicht der beste Moment für Winteraccessoires, aber der nächste Winter kommt immer. Und es ist ja ein kleines Projekt, also das kann man auch im Sommer stricken. Das hält ja auch nicht so warm auf dem Schoß oder so. Deswegen, ja, freue ich mich, wenn die Anleitung fertig ist. Und ich werde euch im Herbst nochmal daran erinnern. Ja, dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Sache. Letztes Mal hatte ich euch die Maschenprobe gezeigt für mein neues Projekt. Das ist eine Lama-Wolle von Illimani. Und ich muss sagen, ich war im März auch eine Woche lang ganz schön krank, erkältet und deswegen konnte ich viel stricken, weil ich auf dem Sofa einfach war die meiste Zeit. Und dadurch bin ich auch schon ziemlich weit gekommen mit meinem Pullover. Hier ist das schöne Ding. Ein Ärmel ist schon fertig und ja, hier unten ist es auch schon fertig. Ich bin ganz zufrieden. Es ist schon so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, größtenteils. Ich hatte erzählt, dass ich nie so ein Riesenfan von Raglan bin, weil ich das nicht mag, wenn hier so viel Stoff entsteht. Ja, wobei das ist jetzt ein Oversize und die Ärmel sind so eng anliegend. Aber ja, also es gefällt mir gut und für mich sind die letzten 3 Teile, die ich wirklich in letzter Zeit gestrickt habe mit Raglan, jetzt eine gute Übung gewesen, um doch Raglan zu zähmen, um die Raglan-Konstruktion zu zähmen. Also er passt mir gut. Und ich habe hier vorne, also ich habe hier ein Collar-Blocking gemacht. Das heißt, hier vorne habe ich das braune Lama verwendet. Und hier vorne auch eine Öffnung gearbeitet. Also ich wollte einfach meinen Bauchnabel zeigen, um ehrlich zu sein. Und deswegen, vielleicht probiere ich es da mal ganz kurz an. So sieht es aus. Die Inspiration war dieser kleine Polokragen, den ich auch beim Pullover von meiner Nichte gemacht hatte. Also man kann es umklappen, das sieht ganz süß aus, aber ich kann es natürlich auch so tragen. Ich glaube, ich nähe das nicht fest, ich lasse es einfach so. Ich werde das so spannen, dass es nach unten ist. Aber wenn ich Lust habe, den hochzuklappen, dann kann ich den hochklappen. Ja, also man muss es hier noch spannen natürlich, weil es ist hier gerade noch ein bisschen wild. Aber der Schlitz hier vorne, der fängt an meinem Bauchnabel an. Und ja, ich hatte einfach Lust, meinen Bauchnabel zu zeigen im Endeffekt. Genau, so sieht es aus. Und jetzt fehlt mir noch der zweite Ärmel. Den mache ich auch in braun fertig. Ja, die Ärmel hier sind ein bisschen puff geworden. Und ich bin zufrieden. Ich freue mich schon drauf, den zu tragen. Ich drehe mich mal kurz um. Ja, ich finde ihn super elegant geworden. Und ich habe noch genug Garn, hoffentlich. Ich mache ja immer ich gehe ja immer kleine Risiken ein. Ich hoffe, dass ich noch genug Garn habe, weil ich habe noch das und einen ganzen Knäuel von dem weißen und noch ein bisschen mehr.
Ja, und insgesamt hatte ich 3 Stränge von dem, also 300 Gramm von dem und 100 Gramm davon. Deswegen glaube ich, dass es reichen könnte, fast, sonst bestelle ich mir wieder was nach, aber für einen Rock. Und da wollte ich gerne eure Meinung haben, eure Unterstützung, weil ich möchte den Rock auch so im Colorblocking machen, aber meine Frage ist, fange ich den Rock oben am Bund mit Braun an oder mit Weiß? Wenn ich mit Braun anfange, dann wäre so bis zur Hälfte des Po's oder hoffentlich der Po, also alles hier bis da braun und unten weiß. Und hier vorne würde ich auch eine kleine Öffnung lassen, weil es wird ein eng anliegender Rock, also eher für den Sommer. Und dann habe ich einen schönen Anzug mit dem Oberteil zusammen. Oder mache ich es umgekehrt, fange ich oben am Bund mit dem Weiß an, dann habe ich einen Kontrast zwischen dem unteren Teil von diesem Pullover und dem Bund vom Rock und stricke dann die zweite Hälfte, untere Hälfte in Braun. Was meint ihr? Sagt es mir, also so rum, hier oder so rum. Wozu tendiert ihr? Was findet ihr die bessere Idee? Ja, es wird einfach ein ganz normaler glatt gestrickter Rock mit Rippen am Bund und Rippen unten und vorne genau die Öffnung wie hier, damit ich auch laufen kann, weil er wahrscheinlich ein bisschen enger liegend und so sommerlich knapp wird. Ja, genau. Das habe ich also die letzten Wochen am meisten gestrickt auf einer 2,75 Nadel. Ja, das dauert natürlich ein bisschen, aber wenn man krank ist und es einem nicht gut geht, dann ist einfach so glatt stricken gar nicht so verkehrt. Lasst mir das in den Kommentaren. Wie soll ich den Rock machen? Ich zähle auf euch. Dann ziehe ich mich auch schon wieder um. An einem schönen Frühlingssamstag waren wir spazieren, mein Freund und ich, durch Schöneberg in Berlin. Und da gibt es den schönen Wollladen Die Wollnerin. Die Wollnerin hat wirklich besondere Sachen und sie hat für jeden Geschmack etwas. Also da wird wirklich jeder fündig. Sie hat ganz viele verschiedene Sachen, also Wolle. Und ich muss sagen, mein Freund hat wirklich ein gutes Auge. Ich wollte mir nichts kaufen, ich wollte einfach nur gucken und er hat sofort seine Hand da drauf getan und gesagt, die ist schön. Und ist sie tatsächlich und sie passt auch sehr gut zu seinen Augen, weil er blaue Augen hat. Ja, und ich wollte mir nichts kaufen, aber ich muss sagen, ich brauchte eine Abwechslung zu diesem Lama-Pullover, weil da das Garn sehr, sehr dünn ist und ich mit 2,75 mm Nadel gestrickt habe. Und das nicht so gut ist für die Finger. Also ich habe es schon ein bisschen gespürt im Handgelenk und ich dachte, ich brauche einfach ein anderes Projekt mit dickerer Wolle und ich stricke nicht so oft mit dickerem Garn. Deswegen dachte ich aber, etwas dickere Nadeln wären gut für meine Hände und meine Handgelenke zum Abwechseln. Also wenn ich ein bisschen Belastung spüre, dass ich dann was anderes zum Stricken habe. Das ist also ein ganz guter Trick, falls ihr auch manchmal einfach ein bisschen Beschwerden spürt, dass man verschiedene Projekte hat mit unterschiedlichen Garnstärken, damit man seine Handgelenke und seine Finger nicht immer auf dieselbe Art und Weise belastet, sondern die Belastung ein bisschen variiert und man dadurch seine Gelenke wieder entspannt. Stricke ich also mit einer 4,5 Nadel und also ich habe das nicht gekauft, sondern er hat es gekauft. Im Endeffekt, ich habe ihm gesagt, ja, wenn du es möchtest, ich finde es super schön, ich brauche gerade ein Projekt Nummer 2 und ich stricke dir gerne einen Kragen damit. Außerdem ist dieses Noro gar nicht ganz günstig und ich habe bis jetzt nur einmal mit Noro einen Schal gestrickt vor ein paar Jahren. Und dieses japanische Garn ist aber, die Farben sind traumhaft schön und es fühlt sich auch sehr gut an. Also da ist Seide, Merino und ich glaube Alpaka drin. Genau, aber ein Strang kostet 20 €, also es lohnt sich schon, es kommt ja auch von weit weg, aber kann man sich jetzt nicht immer so leisten. Und deswegen war das gerade perfekt für ein Accessoire. Das ist ein Loop, wie man sieht, also ein Kragen. Es ist aber nicht
eins rechts, eins links gestrickt. Vielleicht sieht man das hier schon. Sieht man diese diagonalen Linien, die hier laufen? Die sind mit linken Maschen entstehen die. Ja, man sieht die ganz gut, ne? Auf der anderen Seite sieht es aus wie eins rechts, eins links gestrickt, weil die rechten Maschen, die dann auf der anderen Seite entstehen, wo hier die linken sind, die verschwinden ja einfach, die gehen ja unter in dem Muster. Aber die linken Maschen, die liegen hier so schön auf und dann kriegt man hier diese diagonalen Linien oder so rum. Und ja, ich bin auch schon fast fertig. Ich stricke da noch so 2-3 Zentimeter dran und dann ist es lang genug. Dann hat er hier schön was Kuscheliges am Hals. Und diese Technik, die nennt man Sequence Knitting. Und das fand ich einfach super spannend. Ich habe das in einem Interview gesehen im Podcast von Fruity Knitting. Und da wurde die Cecilia Campochiaro interviewt. Und sie hat sich dieses Sequence Knitting vielleicht nicht ausgedacht, aber auf jeden Fall ein dickes Buch dazu geschrieben. Und daraus habe ich mir einfach ein super simples Muster ausgesucht. Und wie der Name schon sagt, hat man da immer eine Sequenz, die man immer wiederholt. Und dadurch entsteht dann dieses Muster, was sich die ganze Zeit verschiebt. Und ich habe mir natürlich ein sehr, sehr einfaches ausgesucht, das ich so auswendig stricken konnte nach 2 Runden. Aber es gibt auch kompliziertere und großflächigere Muster. Also, und da kann man wirklich ganz tolle Texturen sich erhalten. Also wie ihr seht, ist es auch toll erklärt, wirklich jedes Muster mit einem Strickstift, mit einem Strickmuster. Und ja, man kann wirklich tolle Sachen erzielen. Es ist ein bisschen mathematisch, aber wenn man erstmal die Logik verstanden hat und dieses Buch macht auch einfach Spaß, sich anzugucken, weil es einfach ein schönes Buch ist. Also wenn ihr auf sowas steht, dann kann ich das euch empfehlen und was Neues ausprobieren wollt, dann Sequence Knitting. Da ist auch kaum Text drin, also es ist so auf Englisch, vielleicht gibt es das noch in anderen Sprachen, aber da ist fast gar kein Text drin. Also so wie dieses Buch ist zwar auch auf Englisch, aber ich hatte ja euch schon ermutigt in meinem Video über meine Lieblingsbücher, dass ihr, falls ihr ein bisschen zögert, auf Englisch zu stricken, probiert es aus. Learning by doing, das funktioniert auf jeden Fall. Auf Englisch stricken ist wirklich nicht so schwer, dafür muss man kein Englisch können. Man muss die Abkürzungen lernen und da gibt es aber Listen auf jeden Fall auf Blogs im Internet mit übersetzt Englisch und Deutsch die Strickabkürzungen und dann braucht man nur 1-2 Wörter wie work oder also wirklich braucht man nicht viel Vokabular, man muss nicht fließend Englisch können oder sich unterhalten können, um eine Strickanleitung zu lesen und dann öffnet sich einem eine ganz große Welt. Also kann ich euch wirklich ans Herz legen. Sequence Knitting und auf Englisch stricken zu lernen. Ja, das ist so ein Projekt, was ich gerade noch auf den Nadeln habe, dieser Lou. Darauf freut er sich schon. Genau. Dann habe ich ja noch Socken. Die habe ich ja schon, oder die blende ich euch ein. Da habe ich hier ein kurzes Video gemacht. Meine Ringelsocken von Schöller und Stahl ist das Garn, sind fertig. Ich habe mir ein bisschen einen Tritt gegeben und ich trage sie heute zum ersten Mal. Ja, das sind einfach nur tolle Socken, was soll ich sagen. Und ja, witzigerweise habe ich jetzt noch ein zweites Paar Socken auf den Nadeln, obwohl es gar nicht geplant war. Weil ich habe einen Podcast geguckt von einer französischen Podcasterin und sie hat gezeigt oder einfach erwähnt, dass sie ihre Garne nach Farbe, also ihre Reste nach Farben sortiert. Und das ist ja jetzt keine Einstein-Idee, aber ich sortiere meine Garne entweder gar nicht, meine Reste, oder eher nach Garnstärke, würde ich sagen. Ja, und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, einfach meine Blautöne zusammenzusuchen. Vor allem, weil ich eben diesen traumhaften Strang hier habe. Das ist Mohair von Adèle's Mohair, ein Bouclé-Garn.
und mit einem wunderschönen Farbverlauf. Und ich habe nur einen Strang davon, was auch gut ist, weil ich wollte das gerne mit anderen Garnen kombinieren. Ja, ich bin also auf die Idee gekommen, meine ganzen Blautöne zusammenzusuchen. Da ist einiges zusammengekommen. Ich blende euch ein Foto ein. Die Idee ist jetzt, ein Pullover zu machen mit all diesen Resten und Farben, die ihr seht auf dem Foto. Da sind wirklich viele verschiedene Sachen dabei. Also ich hatte ja angefangen letztes Mal mit den Resten von dem Pullover aus der Carmen-Wolle, mit diesem Raglan-Pullover, eine Mütze zu stricken, aber die hat mir doch nicht gefallen, also habe ich sie wieder aufgezogen und fand, dass es hier auch gut passen würde. Also ich habe versucht, schon ähnliche Garnstärken einzuhalten. Hier sind die drei Reste von den 3 verschiedenen Färbungen. Und da ist ja einiges an Gelb und Orange drin. Also dachte ich, zu den verschiedenen Blautönen nehme ich noch die Reste an Gelb und Orange, die ich habe. Und das sind die hier. Ich kann natürlich nicht alles halten. Ja, diese kleinen Reste sind von dem hier. Dann habe ich hier noch ein bisschen Schöller und Stahl Zauberball, Schoppel Zauberball, Entschuldigung. Das ist nicht auf dem Foto, das habe ich später nochmal gefunden. Da ist ja blau und gelb drin und ein bisschen orange. Ich habe versucht, die Garnstärken gleich zu halten. Dann habe ich hier noch ein bisschen Rest von dem Pullover für meine Nichte. Dann habe ich hier 200 Gramm von diesem Woll-Sockengarn von Langjans. Ich dachte, vielleicht mache ich die Ärmel einfarbig, damit es nicht zu unruhig wird. Ja, dann habe ich noch die Reste von der anderen Sommerjacke, die ich gestrickt habe. Sira von Borgo de Pazzi. Und ein bisschen andere Orange. Das ist Mohair bei Canach, das hier. Das ist auch Mohair bei Canach. Auch Bouclé in Grau. Und genau, dann habe ich das hier. Hier habe ich das mehrfach verzwirnt. Das Dochtgarn, das ist super dünn, also vielleicht werde ich das eher als Beilaufgarn nehmen, mit einem anderen Garn vermischen. Das habe ich aus England, weil ich mal ein Praktikum gemacht habe also ich sagte, dass ich ein Praktikum gemacht hatte bei The Natural Fiber Company von Sue Blecker und sie hatte mir damals auch dieses Buch geschenkt mit ihren Designs und signiert. Hier. Ja, leider ist Sue Blecker vor 2-3 Jahren circa verstorben, aufgrund einer Krankheit, von der ich jetzt nichts wusste. Das war natürlich sehr traurig und fühlt sich immer sehr komisch an, wenn man eine Person kannte und man ihr potenziell wieder über den Weg laufen könnte, sie wieder treffen könnte und die Person dann nicht mehr da ist. Aber das ist auf jeden Fall ein kleiner Hommage an sie. Also dieses Garn habe ich von da. Das wollte ich eben auch benutzen. Und das kleine bisschen auch, scheint mir. Ja, ein bisschen Mohair, was hier dazu passt. Ich glaube, das ist auch von Adele's Mohair. Und auch ganz viel, was ich selbst gesponnen habe. Das habe ich auf meine Handspindel gesponnen. Und das waren so die Anfänge, deswegen ist es alles ein bisschen ungleichmäßig. Und da ist so Denim-Style geworden, also Blautöne, ein bisschen weiß und auch Glitzer. Ich glaube, das sieht man aber hier nicht so gut. Und ja, ich bin super gespannt auf das Ergebnis, wie ich das mache. Vielleicht mit verkürzten Reihen und ein bisschen Intarsia. Ja, ich werde das einfach wirklich nach Gefühl stricken und mit Sicherheit auch eher ein kastenförmiges Ding machen und das flach stricken. Auf jeden Fall vorne und hinten getrennt flach stricken und vielleicht die Ärmel dann die Maschen aufnehmen und rund stricken. Mal sehen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Das habe ich auch mit der Handspindel gemacht. Da ist ein bisschen weiß, so grün, leicht grün, türkis und auch ein bisschen orange und Glitzer drin. Ja, mal sehen, was ich da so zauber. Ich glaube, es müsste auf jeden Fall reichen, die Menge. Und
ja, ein Experiment. Darauf freue ich mich. Fast vergessen. Als ich das hier eben alles zusammengepackt habe, habe ich noch ein paar Socken gefunden. Und diese Socken, also die war schon fertig, aber das ist auch Schöller und Stahl hier oben. Das waren Reste von einem anderen Paar Socken, das ich für, ich weiß nicht mehr wen, gestrickt habe. Und den Fuß habe ich einfach in knallrot. Ah nein, ich mache das immer falsch. Schoppel Zauberball und dieses rote ist von Schöller und Stahl. Wie gesagt, die war schon fertig und die zweite, da war ich vor der Ferse, also der Schaft war schon fertig. Und diese liegen wirklich schon seit 3 Jahren im Schrank. Ja, jetzt habe ich gestern Abend endlich die Ferse gemacht und versucht, das jetzt fertig zu stricken. Dann werde ich in diesen ersten paar Monaten des Jahres schon 3 Paar Socken gestrickt haben, die, wie ihr wisst, ich ganz dringend brauchte, weil meine Socken eben schon in einem furchtbaren Zustand waren. Ja, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Es macht mir immer großen Spaß, euch meine Projekte und Ideen näher zu bringen, sie mit euch zu teilen, und ich freue mich immer über eure Kommentare. Danke, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ihr bis hier zugeguckt habt. Das freut mich natürlich ganz besonders. Ich muss auch hinzufügen, ich habe das Gefühl, seitdem ich diesen Podcast drehe, vergeht die Zeit schneller, weil ich diesen Rhythmus versuche einzuhalten oder einhalte, einmal im Monat, jeden ersten Freitag im Monat, euch etwas zu bieten, beziehungsweise einfach für mich zu stricken, was ich sowieso mache, aber mit dem Podcast ist es noch ein bisschen strukturierter geworden, weil ich euch das natürlich alles gut rüberbringen möchte. Und seitdem ich das hier aufnehme, habe ich den Eindruck, dass die Zeit allgemein noch viel schneller vergeht, weil dieser pünktliche Termin immer kommt. Und es ist schön, es macht mir Spaß. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Und ja, ich schicke euch schöne Grüße und habt ein schönes Osterwochenende. Dann sehen wir uns auch bald wieder. Ciao!